Hallo meine lieben Freunde der sanften Unterhaltung. Kaum zurück aus Indonesien sitze ich hier schon wieder in Düsseldorf am Flughafen. Eine Woche Spaßtauchen in Zafaga steht an. Dort war ich ja bereits letztes Jahr im November. Und was sich in der Zwischenzeit dort so verändert hat und wie die Tauchbedingungen im Mai dort sind, let's find out. So, und schon wieder sind wir in Zafaga. Wie bereits erwähnt, war ich ja das letzte Mal im November 2024 hier. Ich bin hier wieder untergekommen im Sun Beach Hotel. Tatsächlich eine sehr simple Unterkunft. Kleine, ebenerdige Zimmer in direkter Strandlage. Kein All-Inclu, kein Halligalli, nur Tauchen und abends das Plätschern der Bucht direkt vor meiner Terrasse. Denn ich habe hier wieder das gleiche Zimmer wie schon im November. Und ja klar, natürlich bin ich auch wieder mit dem Blue Aqua Dive Center unterwegs. Das jetzt auch schon zum 3. Mal. Und auch, wenn ich mich hier mittlerweile in der Ecke eigentlich ganz gut auskenne, vielleicht bekomme ich ja trotzdem nochmal ein paar neue Spots zu sehen. Also Freunde, eine Woche stationäres Tauchen vom Dayboat steht an. Das Wasser ist angenehm, die Sicht scheint gut zu sein, ich hab Bock und ich hoffe ihr auch. Let's go!
Ja, Freunde, es ist windig. Zwar war es auch schon mal windiger, aber die Behörden sind hier mittlerweile recht strikt. Seit 2024 wird ab gewissen Windgeschwindigkeiten das Meer in schöner Regelmäßigkeit gesperrt. So wie es uns auch im Januar in Hurghada bereits für 2 Tage passiert ist. Das hieß also bereits am 2. Tauchtag, das Boot darf nicht rausfahren. Und das auf unbestimmte Zeit. Denn aufgrund der Kurzfristigkeit der Sperren und deren Aufhebung ist Planungssicherheit nicht gegeben. Die Alternative: Hausriff tauchen oder lokal drüben in der Soma Bay. Daher sind wir dann dort auch mehrere Tage mit dem Auto hingefahren. Und deswegen gibt es jetzt in diesem Video auch noch ein paar Impressionen vom Shore Diving in Sharm el-Naga und dem Blue Aqua Hausriff.
Ja, Freunde, das war jetzt mal wieder eine grobe Tauchwoche in Trafalgar. An sich ist das hier mehr so Vorschultauchen, also immer entspannt und ohne große Herausforderungen. Und daher wollte ich diese Woche auch in erster Linie nutzen, um ein wenig mit Equipment herum zu experimentieren. Vor allem mit neuen Rotfiltern und auch einer neuen Makrolinse. Denn Makro, das kann die GoPro leider gar nicht. Und so war ich auch zuletzt in Indonesien mit vielen Shots einfach nicht so zufrieden. Natürlich kann niemand etwas für das Wetter und die Entscheidung der Behörden. Vor allem nicht die Tauchanbieter. Die sind halt auch entsprechend abgefuckt, denn die Leute haben allmählich keine Lust mehr. Da ist eh schon der Massentourismus mit oft unzähligen Tauchbooten am Spot. Oder die mittlerweile recht hohen Preise hier in Ägypten. Hoch, vor allem im Vergleich zum lokalen Geldwertniveau. Da ist vieles einfach nicht mehr zu rechtfertigen. Die Sicherheitsbedenken bei den zu vielen abgebrannten oder verunfallten Booten allein in den letzten 2 Jahren. Und dann on top natürlich auch auf diesen Unfällen basierend die teilweise recht willkürlich wirkenden Entscheidungen der Behörden. Schlimm genug, eine ganze Woche landlocked zu sein und immer das gleiche Hausriff zu tauchen. Aber stellt euch mal vor, ihr investiert euer Geld, eure kostbaren Urlaubstage, bucht ein geiles Liveaboard oder so und dann dürft ihr nicht rausfahren und hängt eine ganze Woche in Hurghada fest. Nee, also die Stimmung kippt hier mittlerweile nicht nur ein bisschen. Ich selbst kenne bereits eine Menge Leute, die mittlerweile sagen, nach Ägypten fahre ich nicht mehr. Nö, mache ich nicht. Und auch Taucherforen und Diskussionsgruppen sind voll davon. Leidtragende sind letztendlich die Tauchbasen und deren Angestellte hier vor Ort. Und auch ich muss mich irgendwie fragen, hat sich das jetzt für mich gelohnt? Ich würde sagen, leider nicht so 100%ig. Vor allem in der Gesamtkostenauflistung unter dem Aspekt Preis-Leistung, was leider auch für das Hotel gilt. Zwar haben sie renoviert und alles recht schön gemacht, sind dafür aber auch wesentlich teurer geworden. Für den geringen Standard eigentlich zu viel. Ja, ich weiß, jammern auf hohem Niveau. Aber wenn man bedenkt, dass ich für ein paar Euro mehr auch hätte zum Beispiel Backpacking in Thailand machen können oder irgendetwas anderes Interessantes. Und vor allem, solange man hier nicht die aktuellen Probleme in den Griff bekommt, schwierig. Wie es also weitergeht und ob ich in absehbarer Zeit doch wieder nach Ägypten reisen werde, let's find out.